Hallo, grüße Sie. Ich bin wieder da, die Olga, und heute will ich ein Gericht kochen, den ich sehr gerne mag. Die heißen einfache Galuschki. Dazu brauche ich Mehl, Kartoffel, 2 Zwiebeln, Öl, lauwarmes Wasser und Salz. Zuerst mache ich den Teig fertig. Dazu nehme ich ganz normales Mehl, 405 Stück. Ich mache nicht so viel heute, das müsste reichen so für 4, 5 Personen. Wer mehr will, kann auch mehr machen. Also, das reicht für heute. Etwas Salz rein, ich brauche nicht mal ein Ei dazu. Lauwarmes Wasser. So. Machen wir einen Teig. Der Teig soll nicht so fest sein, also erstmal mit Wasser nicht so viel nehmen. So ungefähr. Ein bisschen Mehl dazu, meine Hände von dem Teig loszumachen. So. Ich kann ihn jetzt rauslegen hier auf die Platte und knete es etwas. So ungefähr muss er sein. Jetzt lege ich ihn etwas zu und er muss etwa, wenn ihr Zeit habt, Stunde, wenn nicht, halbe Stunde reicht auch. So, in der Zwischenzeit will ich die Kartoffel schälen. Also am besten, wenn ihr mehlig kochende Kartoffeln nehmt. Die werden schneller gar erstens und das Gericht schmeckt auch besser. So, mit Wasser rein. Ich schäle jetzt noch die Zwiebeln gleich. Ich habe jetzt eine rote genommen. Die sind mir persönlich im Geschmack ein bisschen milder. Man kann auch ganz normale nehmen. Mache sie schon fertig, schneide sie. Ist jetzt auch fertig. Ich werde jetzt die Kartoffeln schneiden. So. So, das ist jetzt auch fertig. So, ich werde jetzt anfangen zu kochen. Das Wasser ist schon am Kochen.
So, ich tue mal schon die Kartoffeln rein. Salz. Wir müssen das mal aufkochen. Die sollen erstmal 10 Minuten kochen, damit sie so halb gar sind. In der Zwischenzeit kann ich schon mal die Zwiebel anbraten. Tue etwas Öl rein. Die Kartoffeln sind am Kochen. Ich werde den Herd jetzt etwas niedriger Stufe stellen, damit sie nicht so schnell kochen. So, schauen wir jetzt nach dem Teig. So ist er jetzt. Und so muss er sein. Ich bestäube noch mit etwas Mehl. Nehme mal Nudelholz. Ein bisschen auseinander. Jetzt schneide ich davon so Viereck oder wie auch immer, so ist egal welche. Lass sie liegen. Damit es nicht so klebt, noch etwas mit Mehl bestäuben. So. So, Kartoffeln sind soweit fertig. Jetzt nehmt ihr euch so eine Teigplatte, wie auch immer, und ich reiße sie so stückweise rein. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es klappt schon. Wenn es klebt, kann man immer ein bisschen Mehl nehmen dazu. Dann gehen sie etwas schneller. Also ich habe das immer so gemacht. Das macht jeder nach seiner Art. Das kenne ich noch von Kindheit so. Meine Mutter das hat immer so gemacht. Versucht etwas dünner sie zu reißen, dann sehen sie auch, schmecken sie auch besser. Aber mir klappt es auch nicht immer. Ist halt normal. Ab und zu die Zwiebel rühren. Also ich persönlich mag ich sehr. Anstatt zu Nudeln will man auch nicht immer essen. So, jetzt mischen. Die Zwiebeln sind jetzt auch schon fertig. Wir müssen jetzt nur kurz aufkochen, da sind sie schon noch fertig. So, schmeckt man nach Salz. Die Galuschke sind fertig. Ich werde sie jetzt mit so einem Sieb hier rausholen.
So. Jetzt kommen die Zwiebeln darauf. So sehen meine Galuschki aus. Sie sind sehr schnell zu machen und schmecken auch. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.